In Tierheimen werden oft die jüngsten und niedlichsten Tiere zuerst mitgenommen. Wenn Leute nach einer Katze oder einem Hund suchen, wollen sie meist kein älteres Tier. Sie bevorzugen junge Tiere wie einen süßen Hundewelpen oder ein kleines Kätzchen, die in ihrer Familie aufwachsen und ihnen viel Freude bereiten. Krankheiten, Tierarztrechnungen und diverse andere Probleme möchte niemand haben. Doch die älteren Tiere brauchen am dringendsten ein Zuhause. Denn gerade diese werden oft einfach ausgesetzt oder landen im Tierheim, weil deren Besitzer verstorben sind. Leider gibt es nicht selten Fälle, in denen Tiere ihr ganzes Leben in einem Tierheim verbringen, ohne jemals das Gefühl von einer geborgenen Heimat zu spüren. Dieses Schicksal drohte auch einem älteren getigerten Kater. Er streunte alleine durch die Straßen New Jerseys, bis er eines Tages ins Voorhees Tierheim gebracht wurde, einem der größten Tierheime des Bundesstaates. Hier gab es auch viele ältere Tiere, weshalb die Katze dorthin gebracht wurde. Sie stellten sie sofort auf die Website. Er brauchte ein komfortables Zuhause, in dem er seine letzten Jahre verbringen konnte. Das Team stellte bald fest, dass er nicht mit anderen Katzen oder mit kleinen Kindern zurechtkam. Eine hohe Anforderung in Anbetracht dessen, dass die meisten Familien dem entsprechen. Die Mitarbeiter des Tierheims verliebten sich sofort in den hübschen Kater. Er war sehr süß und sie nannten ihn Barnaby, das bedeutet so viel wie der Älteste. Trotz seines Alters waren sich die Pfleger sicher, dass sie schnell eine neue Familie für ihn finden würden. Viele Menschen kamen vorbei und sagten, dass er liebenswert und freundlich sei, aber letzten Endes entschieden sie sich immer gegen ihn. Egal wie viele Menschen kamen und sich für den Kater interessierten, sie hatten immer irgendeinen Grund, ihn nicht zu nehmen. Langsam gaben die Mitarbeiter die Hoffnung auf, dass der Kater jemals wieder ein Zuhause finden würde. Schließlich war er mittlerweile schon 15 Jahre alt und kaum jemand war bereit, solch ein altes Tier zu adoptieren. Der arme Kater war sehr abgemagert und fraß kaum. Er fühlte sich sichtlich nicht wohl in dem Tierheim und sehnte sich nach einem geborgenen Ort, wo er Zuneigung und Liebe bekam. Aber es schien, als würde er genau das in seinem Leben nicht mehr erfahren, denn noch immer erklärte sich niemand bereit, das Tier bei sich aufzunehmen. Dennoch gaben die Pfleger nicht auf und starteten einen letzten Versuch, auf Barnaby aufmerksam zu machen. Sie teilten die Geschichte des Katers auf Social Media und erhofften sich so, jemand würde sich für das arme Tier erbarmen. Die Tage vergingen und obwohl viele Menschen den Beitrag der Katze gesehen haben und ihr Mitgefühl aussprachen, meldete sich niemand. Aber eines Tages erhielt das Tierheim einen vielversprechenden Anruf von einem Tierarzt. Er meldete sich nicht etwa, um eines ihrer Tiere zu untersuchen. Stattdessen baten er und seine Frau, die Käfige zu besichtigen. Die Katze des Ehepaars war vor kurzem gestorben und sie suchten nach einem neuen Haustier, das das Loch in ihrem Herzen wieder füllen würde. Als sie Barnaby sahen, verliebten sie sich sofort in den Kater. Dem Ehepaar war es egal, dass er bereits 15 Jahre alt war. Im Gegenteil, sie waren gezielt in das Tierheim gegangen, um ein älteres Tier zu adoptieren, um ihm noch einmal ein schönes Leben zu ermöglichen. Das Ehepaar bat darum, Barnaby aus dem Gehege herauszuholen, damit sie ihn besser kennenlernen konnten. Während der Kater bei weitem nicht bei allen Gästen auf Anhieb zutraulich und stattdessen sehr zurückhaltend war, so war es bei dem Tierarzt ganz anders. Er schmiegte sich ruhig an den Mann und kuschelte mit ihm. Dem Doktor war ein sanftes Gemüt wichtig, denn er wollte die Katze mit in die Klinik nehmen. Sie wollten ein liebes und ruhiges Tier, das keine Unruhe in die Praxis brachte. Der Tierarzt wollte nicht voreilig handeln und schlug vor, den Kater probeweise mitzunehmen, um herauszufinden, ob sie zueinander passen würden. Wenn Barnaby das Leben in der Praxis nicht mochte, weil es ihn vielleicht stresste, würden sie ihn wieder zurückbringen. Bereits in den ersten Tagen blühte Barnaby nur so auf. Er war sehr neugierig und begrüßte die Gäste der Tierarztpraxis. Diese schlossen ihn sofort ins Herz. Am liebsten kuschelte er jedoch weiterhin mit dem Tierarzt und genoss sein neues Zuhause. Er begann wieder normal zu fressen und fühlte sich sichtlich wohl in seiner neuen Heimat. Im Wartezimmer hängt nun sogar ein Bild von dem Kater und mittlerweile wurde er zum Maskottchen der Praxis. Wenn Besitzer ihre geliebten Tiere verlieren und trauern, schenkt Barnaby ihnen Trost und schmust mit den Gästen voller Mitgefühl. Dies gibt den Menschen wieder neue Kraft. Dem Tierarzt ist bewusst, dass Barnabys Tage in der Praxis gezählt sind und er plant, sein geliebtes Haustier bald in den Ruhestand zu schicken. Es scheint jedoch, als wenn der Kater seine Rolle aktuell noch sehr genießt. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Schau dir jetzt ein Video von einem Ehepaar an, das die traurigste Katze aus einem Tierheim adoptierte und wie sie sich nach bereits einer Stunde veränderte. Zu dem Video kommst du rechts.